in welchem Verhältnis meine Skulpturen zu meinen Videos stehen. Andere fragen mich das oft, aber ich frage mich das nie. Was mich an dem Wort Primaten interessiert, das wurde ja eigentlich erfunden, um den Menschen als das höchste aller Wesen zu bezeichnen. Bei Affe und Mensch überlagert sich ja der Blick von einem Menschen, in dem Fall ein Baby und einem Orang-Utan. Ich will in meinem Video die Möglichkeit geben, sich den wirklich anzuschauen. Wenn mich die Affen anschauen, ist es so ein wahnsinnig trauriger Blick, der natürlich auch weiß, wie die Menschen mit den Tieren umgehen und was eine große Katastrophe ist. Die Arroganz vom Menschen dem Tier gegenüber. Wenn man sich mit Wölfen beschäftigt, findet man heraus, dass wie Wölfe ihr Rudel organisieren, ist eigentlich das Modell, wie sich viele Menschen die Gemeinschaft vorstellen. Sie erziehen zusammen die Welpen, sie kümmern sich um die Alten und sie bleiben in der Gruppe und sie organisieren ihr Rudel mit einer enorm großen sozialen Intelligenz. Also das ist die Hand, die den Hund füttert. Die ist dazu da, um zu zeigen, was verbindet und was trennt Wolf und Hund voneinander. So viele endlose Jahre waren Mensch und Wolf Säugetiere, die sich die nördliche Halbkugel der Welt geteilt haben und hatten immer miteinander zu tun. Da, wo Menschen waren, waren auch Wölfe. Und irgendwann hat der Mensch aus den Wölfen den Hund gezüchtet. Und so kamen dann in nur 23.000 Jahren 400 Hunderassen zustande. Da gibt es eben auch jetzt wieder eine große Stimmung gegen die Wölfe und viel falsche Informationen. Sie sind eben wirklich nicht gefährlich, wie man ja auch in dem Film sieht. Der Wolf greift keine Hunde an und geht dem Menschen eigentlich auch aus dem Weg. Ich versuche, die Zeit so einzusetzen, dass sie dem, was ich sagen will, entspricht. Also bei Wolf and Dog mit 1500 Bildern die Sekunde, da können wir Dinge sehen, die unser Auge mit 35 Bildern die Sekunde überhaupt gar nicht sehen kann. Und man sieht genau, was zwischen einem Wolf und einem Hund passiert. Wir selber standen daneben und haben eigentlich auch gar nicht gesehen, dass der Hund den Wolf gebissen hat, weil das so schnell ging. In Cherry Blossom, wenn der Sonnenuntergang zu sehen ist, den man ja sonst nicht wirklich sehen kann, weil man nicht über so lange Zeit sich den wirklich ansieht. Da ist ein Bild die Sekunde, eine Verdichtung, um was sichtbar zu machen. Bist du gescheitert? Die Frage von Matthias Brandt. Ich meine damit nicht das große, wirkliche Scheitern, sondern ich meine dieses schambehafte eigene Scheitern, wenn wir denken, wir sind an irgendwas gescheitert, was die anderen Menschen gar nicht so sehen. Und was ich an Helge Schneider so enorm beeindruckend finde, dass er wirklich Scham überwindet. Die Atemkurve ist abgeleitet aus dieser medizinischen Grafik, um das Lungenvolumen sichtbar zu machen. Also das Aufnehmen von Sauerstoff und das Abgeben von Kohlendioxid, was ja vom ersten Moment unseres Lebens, vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug in unserem Leben stattfindet. Das ist ja fast eine Signatur. Normalerweise sieht das wirklich anders aus, das Hoch und Runter von der tatsächlichen medizinischen Atemkurve. Und ich wollte darüber eigentlich eine Skulptur machen. Meine Videos sind bildhauerisch, weil das eigentlich auch Skulpturen sein könnten, inhaltlich. Aber technisch suche ich mir immer das Medium aus, was den Inhalt am besten transportiert. Es ist manchmal so, dass ich, wenn ich eine Skulptur gemacht habe, dann habe ich wieder Lust auf ein Video und umgekehrt. Und es gibt Themen, die kann ich durch Skulpturen gar nicht lösen.
Wir, du, ich. Ich habe 36 Würfel aus PVC genäht und habe Holzwolle in die Mitte platziert und die Arbeit ist 30 Jahre alt. Zu der Zeit, wo ich hier in Frankfurt eine Eisshow gemacht habe, in Zusammenarbeit mit dem Theater am Turm. Ich beschäftigte mich zu der Zeit mit Behausungen und das ist eine Art von Nest. Also ich habe eine ganze Reihe von Behausungen zu dem Thema gemacht. Eine Behausung hat ja oft mit dem Gemeinschaftsgefühl zu tun. Wie steht das Wir-Verhältnis zu einem Egoismus? Weil die Frage muss man ja, wenn man wohnt, immer lösen. Egal, ob man alleine wohnt oder in einer Familie wohnt. Die Frage nach der Gemeinschaft finde ich eigentlich überhaupt die allerwichtigste und interessanteste Frage, die wir uns stellen können. 1995, als ich Wir, du, ich gemacht habe, das war auch in Frankfurt, das ist jetzt auch in Frankfurt und das ist für mich so ein Full-Circle-Moment. Da schließt sich der Kreis und dass das jetzt nach 30 Jahren wieder zusammenkommt, das freut mich einfach.